Das Flüsschen Schwarze Rot hielt das Mühlrad der Hunsberger Sägemühle im Schwäbischen Wald einst am Laufen. Seit 4 Jahren steht das Rad still. Wasser und Sonne haben es verwittern lassen. Für den gelernten Zimmerer Michael Bühler ist der Bau des Mühlrades ein ganz besonderer Auftrag. Wenn man das Wasserrad betrachtet, das ist sowieso eins von den schönsten hier finde. Sehr filigran aufgebaut, die Speichen die sind sogar schräg verlaufend und durch das ist es eigentlich ein besonders schönes Wasserrad. Ein neues Mühlrad muss also her. Schließlich ist die Hunsberger Mühle eine von 13 Mühlen am Mühlenwanderweg und somit eine Touristenattraktion für den Schwäbischen Wald. Die Kosten sind immens. Das Mühlrad kann nur gebaut werden, wenn alle mithelfen und das Material gesponsert wird. Der Arbeitseinsatz unentgeltlich. 4 Jahre Planungszeit liegen hinter den Mühlenrettern. Obwohl das Mühlrad oft erneuert wurde, existieren keinerlei Baupläne. Bauteile von der Stange gibt es nicht, alles ist ganz individuell. So müssen die Mühlradretter neue Wege gehen. Bevor Michael Bühler es konstruieren kann, sammelt er Daten. Ganz viele. Ich nutze relativ moderne Technik. Ich habe hier so einen 3D-Scanner, der holt mir hier ein paar Millionen Punkte räumlich, sodass ich das sauber nachkonstruieren kann und möglichst originalgetreu wieder aufbauen kann. Die Mühle stammt aus dem 16. Jahrhundert, war einst eine Getreidestampfmühle und nutzte die Kraft des Flusses. Später sägte man mit der gewonnenen Energie auch Holz. Heute ist es mehr Schmuckstück, als dass es einen Nutzen hat. Zuletzt wurde es vor 20 Jahren erneuert. Früher, da wundere ich mich oft natürlich, was die Handwerker alles gekonnt haben, weil die haben natürlich die Möglichkeiten nicht gehabt, die wir heute haben. Also die haben wirklich da sehr, sehr Großes geleistet. Und wenn Sie allein noch mal die Aufnahme anschauen von den Streben auf der Achse, welche kunstvolle Metallteile die da extra gemacht haben dann für die Wasserräder. Also absolut zu bewundern und das gehört einfach zur Kulturlandschaft Welsheimer Wald, die Wasserräder und der Mühlenwanderweg. Und wenn das jetzt zerfallen würde, das wäre für mich absolut schade. Um ein neues Mühlrad zu bauen, muss das alte marode Rad erstmal weg. Ab jetzt werden die ehrenamtlichen Helfer viele Samstage hier verbringen. Auch der Handwerker-Nachwuchs ist dabei. Moritz, 14, will einmal Zimmermann werden. Die Eisenteile des Mühlrades wollen sie wiederverwenden. Alte, rostige Schrauben kommen weg. Der heutige Mühlenbesitzer Albrecht Weller freut sich auf ein neues Mühlrad. Ich bin damit aufgewachsen, obwohl es nie genutzt wurde, also nie zur Energie oder zu Betrieb. Aber es ist halt über Generationen. Gibt es jetzt vielleicht 600 Jahre Mühlentechnik hier bei uns und jetzt kommt was Neues. Genauso schön wie das Alte einmal war, soll es wieder werden. Da sind sich hier alle einig. Wenn alle Teile wieder am Rad befestigt sind, hat es einen Durchmesser von 5,30 Meter. Das Mühlrad war auch schon seit Jahren abgesackt, das hat sich gar nicht mehr gedreht. Und wenn am Ende hier wieder ein neues Rad ist, das wieder dreht, dann sind wir alle glücklich und dann macht es uns jetzt überhaupt nichts aus, dass wir jetzt hier altes Material, kaputtes Material vollends komplett zerstören. Der Abbau sieht manchmal gewagt aus, aber hier sind Profis am Werk. Denn alle Ehrenamtlichen sind auch im wirklichen Leben Handwerker, die gut mit Holz und Metall umgehen können und genau wissen, was sie tun. Alles, was sie jetzt wegnehmen, die Speichen und die Felge, müssen später beim Aufbau wieder mit den Metallhalterungen zusammenpassen.
Während das alte Mühlrad immer mehr verschwindet, wertet Michael Bühler seine Ergebnisse der 3D-Vermessung aus. Die gesammelten Daten sollen die neue Konstruktion ergeben. Was jetzt hier wie so gepixeltes Bild aussieht bei mir, das ist ein 3D-Modell, also sind wirklich mehrere Millionen Punkte räumlich dargestellt. Man sieht hier die Aufnahme von den Speichern, man sieht hier die Achse. Und das ist meine Basis jetzt, um das Wasserrad nachzubauen. Und da sieht man auch sehr schnell, ist mir gleich aufgefallen, das Wasserrad war gar nicht mehr rund, als wir das aufgenommen haben. Wenn das mal ein bisschen herzoomt, dann sieht man sehr schnell, dass man da hier oben eine rote Linie stellt, wirklich einen runden Kreis dar und die blaue Linie, wo der Innendurchmesser darstellt. Und da sieht man, dass wir da schon ein paar Zentimeter Abweichung haben. Also es war gar nicht mehr rund, sicherlich auch ein Grund, weshalb es sich gar nicht mehr gedreht hat. So ein Mühlrad ist auch für Michael eine ungewöhnliche Aufgabe, die auch eine gewisse Logistik erfordert. Weil ich mir überlegt habe, wie kann man es möglichst einfach dann auch vor Ort aufbauen. Und da bin ich eigentlich zu dem Schluss gekommen, wir machen 4 Teile aus der Felge. Sagen wir, das, was jetzt hier blau eingefärbt ist, das wäre im Prinzip ein Element. Die Felge als solches, die besteht aus mehreren Lagen Bohlen, die dann versetzt übereinander verschraubt werden, machen entsprechend Verbindungen, wo die Bretter ineinander laufen, und dann gehen wir auf die Baustelle und dann setzen wir die 4 Felgenteile dann vor Ort zusammen. Am Stück können wir es leider nicht machen, weil 4,50 Meter hoch zu transportieren ist doch ein bisschen zu groß. Das Holz für das neue Mühlrad wird vom Mühlenbesitzer selbst in seinem Sägewerk zugesägt. Für Albrecht Weller eine große Freude, dass er auch dazu beitragen kann, dass sich sein Mühlrad bald wieder dreht. Ich denke, wenn man Sägmüller ist hier in der 5. Generation, dann ist das einfach eine Aufgabe, die einfach weitergetragen wird, und dann macht man das ohne zum Fragen. Und man erschafft ein Mühlrad, wie es früher schon war und wie es bleiben soll. Heute sägt er die Lärchenstämme, aus denen später die Felge und die Schaufeln gemacht sind. Das Mühlrad braucht hartes, widerstandsfähiges Holz. Das harzhaltige Lärchenholz bietet das. Ein Mühlrad ist was Großes, also wir haben, glaube ich, 5,30 Meter Durchmesser. Und ich habe jetzt 15 Baumstämme gebraucht, also relativ von einer schönen Dimension und einer guten Qualität. Und das war auch Spende. Und die Lärche ist von den Nadelhölzern einfach das verwitterungsbeständigste Holz, was wir in Deutschland haben. Und im Kernbereich haben wir unheimlich hohen Harzanteil. Und gerade bei wechselnder Bewitterung, also Sonne, Regen und natürlich Wasser, ist das Harz optimal. Also somit hoffen wir, dass wir dann eine Lebensdauer von Richtung 20 Jahre erreichen. Früher war das Mühlrad existenziell. Es gab nur Menschenkraft, Tierkraft oder Wasser- oder Windkraft. Hier in unserem Bereich halt Wasserkraft. Und seit es der Strom gibt bei uns auf dem Land, ist der Wert des Mühlrads eigentlich nur noch, sagen wir es mal, hart ist eine Touristenattraktion. Aber ohne Mühlrad wäre die Mühle keine Mühle. Die Eisenteile, die die Mühlradbauer wiederverwerten wollen, sind inzwischen in einer Verzinkerei auf der Ostalb gelandet. Schaufelhalter und Lochkranz werden so präpariert, dass sie nicht so schnell rosten. Das Aufhängen, das Verzinken und auch nachher Abhängen und Verputzen ist alles Handarbeit, was in der Automatik abläuft. Das ist, dass die Traverse in der Vorbehandlung die einzelnen Bäder durchläuft. In der Vorbehandlung werden die Teile entrostet und entfettet. Dann kommen sie in ein Salzsäurebad, in dem das Material metallisch rein gemacht wird. Danach fahren sie in ein Spülbad und in ein Aktivierungsbad, um schließlich aus dem Trockenofen direkt ins heiße Zinkbad zu gelangen.
unser Zinkbad hat 450 Grad und mit dieser Temperatur wird das Material verzinkt. Und das Material bleibt auch so lange im Zinkbad, bis es die 450 Grad hat. Das Feuerverzinken ist sehr haltbar. Wir haben Schichtigen von 45 μ aufwärts und wir sagen, mit unserer Luft verlieren wir ungefähr 1 μ pro Jahr. Auch für Josef Kucher ist es kein gewöhnlicher Auftrag. Weil man sich dann auch immer freut, wenn man weiß, okay, das war jetzt was Altes, das wieder restauriert wird, das neu verzinkt wird, das ein neuer Holzbelag oder neue Holzschaufeln bekommt. Da hat man natürlich dann ein bisschen einen anderen Bezug zu diesem Auftrag. Die Schaufelhalter glänzen wieder wie neu und sollten die nächsten 20 Jahre ihren Dienst tun. Während die neu verzinkten Eisenteile noch trocknen, ist das zugeschnittene Eichen- und Lärchenholz im Holzbaubetrieb von Michael Bühler in Fichtenberg angekommen. Heute will er mit den ehrenamtlichen Mühlenbauern seine digitale Konstruktion umsetzen. Wird sie nicht nur im Computer funktionieren, sondern auch in der Schreinerei? Sie starten mit dem Lärchenholz und dem Zuschnitt der Schaufelbretter. Eher unkompliziert und fast Fließbandarbeit. Jede der 40 Schaufeln wird später aus 3 Brettern bestehen. Ähnlich wie beim Fahrrad hat das Mühlrad Speichen. In diesem Fall sind sie aus Eiche. Die Holzspeichen sind eine ausgeklügelte Konstruktion. Ich habe jetzt hier mal die ersten 2 Speichen, die wir gefertigt haben. Einmal die Oberseite. Hier kann man auch erkennen, dass die Ausplattung schräg rausläuft. Also hier wird dann die Felge drauf sitzen und wird verschraubt werden. Hier haben wir schon etwas vorgebohrt, da sind dann nachher die Schrauben drin. Und hier ist das untere Ende, wo in den Aufnahmestern reinkommt, in das gusseiserne Teil reinkommt. Hier ist schon ein bisschen komplexer. Das ist einmal die Rundung für die Achse, weil das auf der Achse sitzt. Die untere Seite, die ist auf 3 Seiten, ist die ausgeplattet. Und das Schwierige dabei ist, auch die Ausplattung, die verläuft auch noch schräg. Einfach durch das, weil die Speichen einfach schräg gestellt sind. Aber genau das Schräge ist der Reiz. Auch Moritz ist heute wieder dabei und wuchtet die Holzbohlen in die Hobelmaschine. So bekommt das Holz vor dem Zuschnitt eine glatte Oberfläche. Bis zu 3 Mal durchläuft das Holz die Maschine. In einem geschlossenen System entstehen die einzelnen Mühlradteile. Ich habe jetzt hier das fertige Maschinenprogramm, wo genau hinterlegt ist von der Maschine, was muss die machen. Die fräst jetzt die Rundung, macht die Bohrung. Und ein rundes Teil ist natürlich für die Maschine schwer zum Halten. Und aus dem Grund haben wir jetzt die Rundung nicht komplett durchgepresst, sondern lassen ein bisschen was stehen und machen händisch nochmal den Rest vollends raus. Alle Bohrungen, alle Markierungen sind im Computerprogramm hinterlegt. Das überschüssige Holz wird von Hand abgefräst. Viele helfende Hände sind auch an diesem Samstag wieder zur Stelle. Jede Felge ist mit einer Zahl markiert. Wir müssen ja alles wieder zusammenfügen und wir müssen ja noch wissen, wo wird welches Teil platziert. Und aus dem Grund, wir haben unterschiedliche Nummern und wir haben das in unserem Plan, da ist die Nummerierung dann drauf und dann weiß ich genau, wo muss ich welches Teil platzieren. Während die Mühlradteile noch zugeschnitten werden, beginnt Ralf Pfitzenmeier einen Aufriss von einem Felgensegment zu zeichnen.
also ein Viertel Mühlrad mit Außen- und Innendurchmesser. Auf diese Zeichnung werden die Felgenteile gleich gelegt. Er markiert auch, wo die Teile aneinander stoßen. So, jetzt schaue ich auf den Plan, was für Nummer das die erste Lage ist. Und jetzt legen wir die Hölzer unten nach mit 7, 8 und 9. Das bringen wir jetzt mal und dann legen wir es auf den Aufriss drauf. Du hast Nummer 7, also da müssen wir gucken. Auf der Gegenseite sind schon die Risse drauf von den Schaufeln. Das muss nach unten. Legen wir das auf den Radius auf. Jetzt brauchen wir Nummer 8. Die Risse müssen nach unten. Das später sehen, von außen. Genau anlegen. Die Nummer 9. Auch sauber anlegen. Ja, passt. Die nächste Lage ist 10, 11 und 12. Lage für Lage wird festgeschraubt. Beim alten Mühlrad waren es 6 Lagen, jetzt sind es nur 5. Mein Ziel war es, möglichst wenig unterschiedliche Teile zu haben. Und durch das, dass ich eine Mittellage habe und links und rechts dann nochmal 2 Lagen, also insgesamt 5, habe ich natürlich die linke und die rechte Seite genau die gleichen Teile von den Bohrungen, von der Markierung, von allem. Gut so. Was? Die Schrauben, die wir jetzt verwendet haben, ziehen sich rein mit dem Gewinde, ohne dass man vorher dann eine Bohrung macht. Weil in jeder Bohrung läuft irgendwo Wasser rein und das kann natürlich verursachen, dass einmal das Holz da zerstört wird. Und wir haben durch das zum einen eine höhere Stabilität und zum anderen bin ich auch sicher, dass wir eine längere Haltbarkeit erreichen. Inzwischen sind alle 4 Segmentteile fertig verschraubt. Jetzt wird sich zeigen, ob sie gut gearbeitet haben. Die 4 Viertel können ineinander gesteckt werden. Passt. 4,50 muss noch hören. Ja, das kriegen wir schon. Können wir es wieder zerlegen zum Transport? Zerlegen wir es wieder. Das war schon mal die Generalprobe für den Mühlradaufbau. Auseinandergebaut kommen die Segmente schließlich nach Gschwend zur Hunsberger Mühle und sollen dem Gebäude wieder sein vollständiges Aussehen geben. Der große Tag, der Mühlradaufbau. Sie fangen mit den Speichen an. Unsere Herausforderung ist jetzt, die Speichen hier einzupassen, weil die Ecken sind ja etwas ausgerundet. Da sind ja auch noch Phasen dran im Metallteil. Das sind so Dinge, die wir jetzt noch anpassen müssen. Und ich hoffe, dass wir da nicht allzu viel Arbeit heute haben, dass wir da zügig vorankommen. Bei jeder der 16 Speichen muss nochmal Hand angelegt werden. Es sind nur wenige Millimeter, die Sie mit dem Stechbeitel abfasen müssen, damit die Speiche in den Metallstern der Achse passt. Trotz exakter Computermessungen geht nichts über Handarbeit. Die Löcher der Stahlaufhängung sind nicht mehr ganz rund. Sie müssen improvisieren. Und dazu haben wir uns jetzt Edelstahlhülse gefertigt, die wir dann einsetzen, um hier wieder eine Stabilität herzukriegen, nachher mit der Verschraubung. Erst wenn die Speiche wirklich sitzt, kann durch die neu stabilisierte Aufhängung bis zur Speiche gebohrt werden. Die Speiche bekommt noch eine weitere Stabilisierung. So.
Zahndübel kommen in die vorgefrästen Vertiefungen. An der Aufhängung der Speichen hängt später das tonnenschwere Mühlrad. Jetzt erst wird die Speiche endgültig mit Bauschrauben festgeschraubt. Bald wird das Wasser der schwarzen Rot wieder über die Schaufeln des Mühlrades laufen können. Sind dann oben noch zwei. Gut. Die Speichen sind immer ein Paar. Ein provisorisches Brett hält die beiden erstmal zusammen. Auch die beiden Mühlengänse Rudolf und Barbara sind neugierig geworden. Alle 16 Speichen sind befestigt. Jetzt geht es um jeden Millimeter. Spannender Moment. Wir versuchen jetzt gerade das erste Segment hier reinzusetzen. Und klar, das ist jetzt sicherlich ein bisschen gefummelt, bis wir das drin haben. Und vor allem, bis wir dann auch die nächsten Segmente dran haben. Und so jetzt versuchen wir, den kompletten Ring zusammenzubauen. Also das ist schon auf jeden Fall eine kleine Herausforderung jetzt. Alle 4 Ringteile müssen schwebend ineinander verzahnt werden. Diesmal vertikal. Horizontal in der Werkstatt hat es ja schon mal geklappt. Halt mal ein bisschen ab. Oder ein wenig zurück. Halt. Zurück. Moritz hat die guten Nerven für den Balanceakt. Die Speiche wird gleich am Rad festgeschraubt. Ja, das musst du dir noch. Das letzte Segment bewegt sich nur mit Hammergewalt, ächzend in die richtige Richtung. Wir haben jetzt durch die Verzahnung hier unten, hier oben, das ist jetzt das schwierigste Teil zum Einfahren, haben wir natürlich sehr viel Reibfläche. Und wegen dem knarzt das und ist natürlich ein bisschen schwierig, das jetzt einfach da voll reinzudrücken. Immer wieder tauchen Lücken auf und müssen mit dem Balkenzug zusammengezogen werden. So. Jetzt können wir dann auch zusammenschrauben. Der Felgenaufbau wird mit langen Schrauben gut fixiert. Und die Schrauben der Speichen nochmal gut angezogen. Weil das Rad sehr dicht an der Hauswand steht, muss Ralf vom Inneren der Mühle die Speichen an der Felge befestigen. Prima. Das Rad lässt sich bewegen. Noch hat es keine Schaufeln. Das ist der nächste Schritt. Die Lochringe, frisch verzinkt, können montiert werden. Mithilfe einer Schablone, die das Außenmaß des Mühlrades begrenzt, wird der Ring eingepasst. Die Schaufelhalter, ebenfalls frisch verzinkt, montieren sie an die Außenseite des Mühlrades und an den Lochring. Der nächste Arbeitsschritt ist jetzt, dass wir die Schaufelhalter montieren und der Ring aus ist die Stabilität von den Schaufelhalter. Der Ring ist wahrscheinlich schon uralt, weil wir sehen, da sind schon viele Löcher gemacht worden. Wahrscheinlich jedes Mal, wenn das Wasserrad neu
instand gesetzt worden ist, sind wieder neue Löcher gebohrt worden. Wir haben jetzt auch noch mal neue gemacht, ringsum. Wegen dem haben wir auch hier die blaue Markierung, dass wir wissen, in welches Loch wir schrauben müssen. Aber wir wollten eben das alte Stahlteil wiederverwenden, das ist halt neu verzinkt. Aber das erfüllt auf jeden Fall den Zweck. So wächst das Mühlrad und bekommt immer mehr Stabilität dadurch, dass die Schaufelhalter mit dem Lochring verbunden werden. Also unten einstecken, unten einstecken. Sind alle Halterungen montiert, können die Schaufelbretter zurechtgesägt werden. Die Schaufeln bestehen aus 3 ineinander verzahnten Lärchenbrettern. Das erste Brett kommt da hinten rein und wird schräg gesägt, dass es sauber angepasst ist an die Felge. Und nach vorne kommt da wieder das nächste Brett. Und wenn wir jetzt das nächste Brett anschauen, dann kollidiert es da hier mit dem Stabilisierungsring von dem Schaufelhalter. Also das heißt, da müssen wir überall das Brett etwas ausklinken. Das ist Handarbeit, also wir schneiden das schräg mit der Handkreissäge, dann mit der Stichsäge oder wir den Ring ausschneiden. Dann müssen wir die ganze noch bohren, weil da kommen ja dann überall so durchgängige Schrauben rein und können dann die Schaufeln anschrauben. Der Abstand von den Schaufelhalter, der ist sehr, sehr knapp zu dem Kanal, der hier ausgeformt ist. Aber in der Vergangenheit hat es ja 20 Jahre funktioniert und das sollte es jetzt eigentlich auch funktionieren. Ralf, ich würde trotzdem mal sagen, wir drehen alle mal durch und gucken, ob es durchpasst. Aber ich gehe mal davon aus, wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen nachschneiden. Jetzt wird es spannend. Sind die Schaufeln zu lang? Berühren sie den Schacht? So, wir stoßen hier noch an. Wir würden es jetzt noch mal ein bisschen kürzer. Wir wollen es aber nicht unnötig weit kürzer. Lieber passen wir es ein paar Mal an, weil wenn wir hier zu einen großen Spalt haben, dann verlieren wir zu viel Wasser. Das ist jetzt ein bisschen Bastlerei oder Anpassarbeit, aber wir wollen das halt möglichst genau machen. Nur ein paar Millimeter müssen weg. Zweiter Versuch. Sieht gut aus, oder? Bis jetzt, ja. Sauber. Gut. Kannst zurück. Also gut. Also durchpassen tut es auf jeden Fall. Jetzt haben sie die Vorlage für die restlichen Schaufeln. Jetzt kommt der spannende Moment, ob es läuft. Im neuen Mühlrad stecken auch neue Ideen. Wo wir das alte Rad abgebaut haben, haben wir gesehen, dass hier eigentlich eine Schwachstelle ist. Da waren die Löcher ziemlich ausgeschlagen. Und um das zu vermeiden, haben wir hier einfach nochmal einen Stabilisierungsring eingebaut. Rudolf und Barbara spüren die Aufregung. Moritz, dem Jüngsten aus dem Team, kommt eine besondere Ehre zuteil. Er darf das Wehr öffnen. Ihr Mühlrad läuft wieder. Und das Wasser trifft exakt auf die Schaufeln des Rades und bewegt es wieder. Eine gewisse Spannung ist natürlich auch immer da. Ja, geht es gut und kriegt man schon vielleicht noch mal Gänsehaut, wenn man dann sieht, das Wasserrad läuft jetzt. Also unterm Strich bin ich jetzt mehr als zufrieden. Mit viel Leidenschaft und Handwerkskunst haben sie ein Stück Tradition für die Zukunft erhalten. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.